Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo. Der Typ 2 Diabetes ist der Ex-Altersdiabetes, weil er früher tatsächlich nur bei älteren Menschen auftrat. In den letzten Jahren jedoch sind auch zunehmend jüngere Erwachsene davon betroffen und sogar auch immer mehr Kinder gehen mit dem sogenannten Altersdiabetes durchs Leben. Und das zeigt die alarmierende Situation der ungesunden Ernährung heute auf. Denn der Diabetes mellitus gilt ganz offiziell als eine Erkrankung, die sich aufgrund einer ungesunden Ernährungs- und Lebensweise entwickelt. Folglich empfehlen inzwischen auch so manche schulmedizinischen Therapeuten ihren Patienten zu 3 grundlegenden Änderungen ihres Lebensstils: weniger Zucker und raffinierte Kohlenhydrate essen, Körpergewicht reduzieren und für eine regelmäßige Bewegung sorgen. Beim Diabetes handelt es sich um eine Krankheit, bei der der Körper darum kämpft, den Blutzucker zu regulieren. Dies führt zu hohen Blutzuckerwerten, was man Hyperglykämie bezeichnet. Im Laufe der Zeit zerstören diese hohen Blutzuckerwerte die Blutgefäße, was wiederum dazu führt, dass das Herz Schaden nimmt, die Arterien, das Gehirn, das Nervensystem, die Augen und die Nieren. Diabetes zählt tatsächlich heute zu den häufigsten Todesursachen auf der Welt und wird durch eine ungesunde Lebens- und Ernährungsweise verursacht. Folgend daher erstmal mögliche Folgeschäden des Diabetes mellitus. Ein dauerhaft erhöhter Blutzuckerspiegel ist daher nicht gesund und führt zu unterschiedlichen Schäden im Körper. Die ersten Leidtragenden sind die kleinen und großen Blutgefäße. Ihre Wände werden durch den chronisch erhöhten Blutzuckerspiegel verdickt und verlieren ihre Elastizität. Auch kann es zu Gewebewucherungen innerhalb der Blutgefäße kommen, was deren Durchlässigkeit nicht gerade verbessert. Gleichzeitig beeinflusst ein hoher Blutzuckerspiegel die Blutplättchen. Das Ergebnis ist eine erhöhte Gerinnungsneigung, also ein dickflüssigeres Blut. Leider ist die Kombination aus verdickten Blutgefäßwänden und dickflüssigem Blut alles andere als harmlos. In den großen Blutgefäßen kommt es daher bei Diabetikern deutlich schneller zu einer Arteriosklerose als bei Nicht-Diabetikern. Mögliche Folgen sind dann Herzinfarkt, Schlaganfall, Nierenversagen, Augenprobleme, also grüner oder grauer Star, Gefahr des Erblindens durch Schädigung der Netzhautgefäße, Nervenprobleme, zum Beispiel diabetische Neuropathie, Schädigung der Blutgefäße, welche die Nerven versorgen, was sich in Wadenkrämpfen, Nervenschmerzen bis hin zu Lähmungen entwickeln kann. Durchblutungsstörungen, die sich im sogenannten diabetischen Fuß äußern können. Beim diabetischen Fuß sind die kleinen Gefäße im Fuß im Bereich der Zehen oder der Ferse geschädigt, dass an diesen Stellen Gewebe absterben kann. Dann Mineralstoffmangel, weil durch die erhöhte Urinausscheidung verstärkt lebenswichtige Mineralstoffe ausgeschieden werden, die allein durch die Ernährung oft gar nicht mehr aufgenommen werden können. Und Austrocknung, weil viele Diabetiker trotz vermehrten Wasserlassens und trotz starken Durstes zu wenig oder das Falsche trinken. Um diese Folgeschäden zu verhindern, sollte man es gar nicht erst zum Diabetes kommen lassen. Damit die schwerwiegende Zivilisationskrankheit Diabetes mellitus Typ 2, die auch mit dem Tod enden kann, gar nicht erst entsteht, sollte man natürlich auch ihre Ursachen kennen. Im Detail sind die Ursachen des Typ 2 Diabetes die folgenden. Erstens: ungünstige Ernährung auf der Grundlage von großen Mengen Zuckers und raffinierten Kohlenhydraten führt in Kombination mit Bewegungsmangel bei vielen Menschen über etliche Jahre hinweg schließlich zu einer Insulinresistenz. Denn ein potenzieller Diabetiker isst in den meisten Fällen bevorzugt Brot, Brötchen, Marmelade, Nudeln, weißen Reis, Kuchen, Kekse, Schokolade, Eiscreme, süße Snacks, gezuckerte Milchprodukte und trinkt dazu gezuckerte Softdrinks oder ebensolchen Kaffee oder Tee. Diese großen Zucker-, Stärke- und Weißmehlmengen verursachen mehrmals am Tag einen starken Anstieg des Blutzuckerspiegels. Die Bauchspeicheldrüse muss folglich immer wieder riesige Mengen Insulin zur Verfügung stellen, um die Flutwelle an Zucker aus dem Blut in die Zellen zu schaffen. Ein potenzieller Diabetiker bewegt sich in der Regel aber gleichzeitig nur wenig und braucht folglich auch nur wenig Energie. Wenn die Zellen daher nur wenig Energie produzieren müssen, dann benötigen sie auch nur wenig Brennstoff, Zucker. Infolgedessen leidet der Organismus unter einem extremen Zuckerüberschuss bei extrem niedrigem Zuckerverbrauch. Da die Zellen den vom Insulin im Übermaß angebotenen Zucker nicht brauchen, stumpfen sie irgendwann einmal regelrecht ab. Sie reagieren auf das Insulin nicht mehr. Sie sind insulinresistent. Mein Video zu den 12 Anzeichen einer Insulinresistenz werde ich euch hier oben nochmal verlinken. Kommen wir nun zur zweiten Ursache des Typ 2 Diabetes.
Übergewicht gilt als Risikofaktor für die Entstehung einer Insulinresistenz. Untersuchungen haben ergeben, dass 70% aller stark übergewichtigen Personen mehr oder weniger insulinresistent sind. Man vermutet, dass die Fettzellen bei Übergewicht Botenstoffe freisetzen, welche die Insulinwirkung auf die Zellen abschwächen. Was die dritte Ursache betrifft, so gelten chronische Entzündungen als Auslöser für viele verschiedene Krankheiten, wie zum Beispiel Arteriosklerose, aber auch Diabetes mellitus. Gerade im Bauchfett des Übergewichtigen liegen oft unbemerkte Entzündungsherde, die dazu führen können, dass das Insulin seine Funktion nicht mehr erfüllen kann. Die chronischen Entzündungen können außerdem direkt zu einer Schädigung der Insulin produzierenden Beta-Zellen in den Langerhansinseln der Bauchspeicheldrüse führen. Viertens. Eine Fettleber kann die Entstehung von Diabetes begünstigen. Sie entsteht bei Alkoholmissbrauch, aber ebenso bei einer allgemeinen Neigung zur Maßlosigkeit, wie das in der heutigen Zeit oft praktiziert wird, wie zum Beispiel zu viel Zucker, Transfette, Fastfood, zu viel Sitzen, ständiges Snacken und so weiter. Fünftens. Ein Antioxidantienmangel kann nahezu jede Krankheit begünstigen oder verschlimmern und so auch Diabetes. Denn freie Radikale zerstören die Insulinrezeptoren an der Zelloberfläche der Körperzellen und könnten somit für die Entstehung einer Insulinresistenz verantwortlich sein. Denn wenn die Insulinrezeptoren an der Zelloberfläche nicht mehr intakt sind, kann das Insulin keinen Zucker mehr in die Zelle schleusen, weil die Zelle das Insulin nicht mehr als solches erkennt und daher den Zucker nicht mehr einlässt. Antioxidantien eliminieren freie Radikale, verhindern auf diese Weise, dass freie Radikale die Insulinrezeptoren beschädigen und können somit auch die Entwicklung einer Insulinresistenz verzögern. Sechstens. Magnesiummangel kann ganz enorm zu einem Diabetes beitragen, denn ohne Magnesium kann die Bauchspeicheldrüse nur eingeschränkt arbeiten und demzufolge nicht genügend Insulin produzieren. Außerdem sorgt Magnesium dafür, dass das Insulin den Zucker aus dem Blut entfernt und in die Zellen hineintransportiert. Fehlt Magnesium, dann machen die Zellen dicht und lassen die Glucose nicht oder nur noch selten eintreten. Und damit hätten wir schon eine beginnende Insulinresistenz. Und je niedriger der Magnesiumspiegel ist, umso höher sind auch die Entzündungsmarker im Blut. Magnesium kann also auf mindestens 3 Ebenen helfen, Diabetes zu verhindern oder aufzuheben. Damit es nun dem Diabetiker gelingt, all den oben genannten unerfreulichen Gesundheitsbeschwerden zu entkommen, muss er sich für seine Bauchspeicheldrüse kräftig ins Zeug legen. Doch auch wenn anfangs die Veränderungen der Ernährungs- und Lebensgewohnheiten mühsam erscheinen, so kann der Diabetiker doch sicher sein, dass sich seine Anstrengungen letztendlich lohnen, weil man diese Krankheit, sofern sie noch nicht im Endstadium ist, glücklicherweise heilen kann. Ich werde euch dazu 8 ganzheitliche Maßnahmen aufzählen, auch wenn es noch sehr viel mehr Methoden gibt, dem Diabetes den Kampf anzusagen, aber diese werde ich inshallah in einem anderen Video erörtern. Die erste und allerwichtigste Maßnahme beinhaltet, Industriezucker und leere Kohlenhydrate zu meiden, und zwar in jeder industriell verarbeiteten Form. Das schließt Haushaltszucker, Vollrohrzucker, Rohrzucker, Rübenzucker, Fruchtzucker sowie sämtliche sirupartigen Süßungsmittel wie Ahornsirup, Agavendicksaft, Maissirup, Honig, jegliche Auszugsmehle und die Produkte daraus wie Backwaren, Brot, Brötchen, Fastfood, Gebäck, Kuchen, Kekse und so weiter, weißen Reis, weiße Nudeln etc. mit ein. Auch Fertigprodukte und gesüßte Getränke jeglicher Art werden künftig ignoriert. Um jedoch wirklich ein sicheres, positives Resultat zu erhalten, rate ich auch hier wieder zur strengen ketogenen Ernährung, wo nicht nur auf leere, sondern auf jegliche Kohlenhydrate, die über 20 Gramm am Tag hinausgehen, verzichtet werden sollte, sodass man wirklich in die Ketose kommt. Mein Video zur ketogenen Ernährung, wo das näher erklärt wird, werde ich euch hier oben nochmal verlinken. Als Zuckeraustauschstoff eignet sich Xylit, Bioerythrit und Stevia. Zweitens, synthetische Süßstoffe aller Art vermeiden, denn laut Studien sind künstliche Süßstoffe wie zum Beispiel Aspartam nicht nur extrem schädlich für die Gesundheit, sondern sie könnten das Diabetesrisiko sogar noch erhöhen. Drittens, kein Fruchtzucker. Insbesondere natürlich nicht der isolierte, wie hier jetzt zu sehen, aber auch der Fruchtzucker in zu viel Obst, besonders natürlich auch in Obstsäften, wo keine Ballaststoffe mehr dabei sind. Denn die Fructose soll laut neuesten Studien sogar Diabetes begünstigen. Zwar kann man natürlich Bio-Obst in kleinen Mengen und nur in Form von Beeren, Papaya, Avocado etc. verzehren, aber große Mengen fruchtzuckerhaltigen Obstes sollte man vermeiden, weil das Obst heute auf Zucker überzüchtet ist.
Viertens, frische Lebensmittel bevorzugen und eine basenüberschüssige Ernährung aus frischen und vitalstoffreichen Wildkräutern und Biogemüse praktizieren. Fünftens, Magnesiumhaushalt optimieren. Wie oben schon erläutert, ist das Magnesium extrem wichtig im Kampf gegen den Diabetes. Aber ebenso wichtig sind alle anderen 7 Nahrungsergänzungsmittel, die heute jeder zu sich nehmen sollte, weil sie in der Nahrung heute nicht mehr ausreichend vorhanden sind, wie MSM, Vitamin C, OPC, Vitamin B-Komplex, Vitamin D3 und K2 und die Omega-3-Fettsäuren in Form des Algenöls. Sechstens, Sport treiben, und wer das nicht kann, sollte sich wenigstens jeden Tag bewegen. Und wenn es nur ein Spaziergang an der frischen Luft ist. Siebtens, Mandeln essen, die in der ketogenen Ernährung sowieso viele Mehle ersetzen, in Form des Mandelmehls zum Beispiel oder in Form der gemahlenen Mandeln, denn abgesehen von ihrem hochkarätigen Nähr- und Vitalstoffspektrum können sie die Insulinresistenz stark vermindern. Und achtens, Übergewicht abbauen, welches mit der strengen ketogenen Ernährung ohnehin erfolgreich stattfinden wird, denn gerade im Hinblick auf das Bauchfett und dessen Entzündungspotenzial ist ein Abbau dieser Fettreserven in Bezug auf die Diabetestherapie unumgänglich. Ja, damit haben wir die wichtigsten 8 Maßnahmen durch, um den Diabetes, der sich zu einer echten Massenerkrankung gemausert hat und als weltweite Volkskrankheit den gesamten Globus betrifft, aufgrund der erfolgreichen Massenerziehung durch die Industrie, die durch Propaganda geschafft hat, die natürliche Ernährungspyramide einfach auf den Kopf zu stellen und die vielen leeren Kohlenhydrate zum Grundnahrungsmittel erklärt hat, sodass in Folge die Pharmaindustrie nun ordentlich an den vielen Diabetikern verdienen kann, da diese ja ihr Leben lang auf Medikamente angewiesen sind. Und um diesem Wahnsinn ein Ende zu setzen, denn Diabetiker haben alle Chancen auf vollständige Heilung, wenn sie bereit sind, ihre Lebens- und Ernährungsweise zu ändern. Und hier spielt, wie oben schon erwähnt, die ketogene Ernährung eine extrem große, wichtige Rolle. Und diese durchzuziehen ist nicht so schwer, wie man glaubt. Zumindest gibt es auf meinem Kanal inzwischen etliche ketogene Rezepte, die einfach sind nachzumachen und darüber hinaus auch sehr lecker schmecken. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich mit meinem Video einen Anreiz geschaffen habe, dieser unseligen menschengemachten Erkrankung ein Ende zu setzen. Wenn euch mein Video gefallen haben sollte und von Nutzen war, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und teilt dieses Video mit euren Freunden und Bekannten. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Maria.